Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit frisch gepressten Folge für euch. Und zwar als Thema haben wir die neue Business Class bei Korean Air. Ja, sehr, sehr hübsch, die kommt in die 787, sogar 10. Weiter geht es dann mit den Freunden der Eurowings. Die Systeme laufen wieder alle nach der IT-Panne. Gestern ist wohl bei Eurowings das Gröbste raus. Auch Hotelgäste waren betroffen. Ich hatte mit Kunden heute gesprochen und die hatten mir ihre Erlebnisse erzählt. Und ich hatte gedacht, ui, ganz aus dem Fokus vergessen, weil wir uns so auf die Fluggesellschaften konzentriert hatten. Und als Thema, was auch spannend ist, ist immer wieder, wie viele Statusgäste sind denn eigentlich im Hotel? Jetzt, nachdem wir Marriott ja öfters gesehen haben, die sowas bekannt gegeben haben, gibt es das Gleiche auch von Hilton. Loyalty Lobby hat berichtet. Ihr denkt dran, den Kanal wie immer zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren, Glocke, Like, ihr wisst das ganze Spiel. Und heute ist auch der letzte Tag im Prinzip, wo ihr euch noch für das Frankfurt Stammtisch Event anmelden könnt und damit dann auch quasi das Event, die Teilnahme gewinnen könnt, bei der Lufthansa Technik dabei zu sein am 2. August. 2 Plätze verlose ich morgen. Geht also los. Das erste Thema, was wir haben, ist die IT, und zwar die Eurowings IT ist ja, ich sage jetzt mal einfach spannend, aber interessanterweise hatte ihr gestern die weltbeste IT, die ja sonst so verschrien ist, die Lufthansa IT anscheinend keine Probleme, aber die Flughäfen und die Eurowings halt. Und bei der Eurowings ist es so, dass man jetzt sagt, dass nach der IT-Störung, ein Zitat hier aus dem Pressebriefing, nachdem die massive weltweite IT-Störung behoben worden ist, stehen jetzt auch bei Eurowings alle Systeme wieder zur Verfügung. Also wieder alles im Lot. Nein. Man geht dazu über, heute in den regulären Flugbetrieb zu gehen, und aufgrund des erheblichen Ausmaßes der IT-Störung, die weltweit zu Behinderungen in vielen Bereichen des globalen Luftverkehrs geführt hat, kann es allerdings natürlich noch vereinzelt zu Beeinträchtigungen kommen. Das Software-Update, was im Prinzip alles von Kreditkarten, Supermärkten, Flughäfen, Krankenhäusern, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, was auf einem Windows-Rechner laufen kann, war beeinträchtigt, ist beeinträchtigt. Und dieses fehlerhafte Thema war halt zurückgegangen auf die Firma, und ich lese es wieder ab, CrowdStrike, einem Softwareanbieter. Die haben beim Falcon Sensor, also eine Art Firewall oder Virus oder sonst was, haben die natürlich alles lahmgelegt. Und die IT-Sicherheitsfirma erklärte den Fehler am Mittag für behoben. Gut, man kann jetzt lustigerweise sagen, wenn die Updates kommen, dann macht die Updates erst 10 Tage später, nachdem sie alle anderen haben. Aber das ist natürlich besser gesagt als getan. In der Folge hatte auch die Lufthansa-Tochter wirklich innerhalb Deutschlands Flüge gestrichen. Am 80. Tag waren es 80 annullierte Verbindungen allein bei der Eurowings. Und weltweit wegen der IT-Störung kam es zur Verspätung von Mallorca über den Hauptstadtflughafen BER natürlich, den müssen wir auch erwähnen. In Asien, Singapur, da waren Flughäfen, glaube ich, betroffen. Und KLM hatte, glaube ich, auch den Flug eingestellt. Wer war es noch? Auch die United und so weiter, die haben ja auch den Flug teilweise eingestellt. Flughäfen haben teilweise geschlossen. Also seht, das ist mit der IT eine Riesenauswirkung. Ich bin mal gespannt, was dort noch weiter kommt. Vielleicht kommt da auch irgendwann mal Regress. Wäre ja mal eine interessante Fragestellung in meinen Augen. Ja, dann hatte ich heute auch wieder einige Calls, und bei dem Call hatte ich mit einem Concierge-Kunden gesprochen, und er sagte, du, IT-Störung. Da sage ich, oh, erzähl Neues, hatten wir ja nicht mitbekommen. Ne? Und er so, ja, du, aber im Hotel auch. Sag ich, was ist denn bei dir passiert? Und zwar Folgendes. Es gab Probleme, die Leute einzuchecken, auszuchecken. Besonders das größte Problem war es halt, Schlüssel zu erstellen. Das heißt also, alle Kunden, die keine Schlüssel hatten, konnte man mal einstecken, beim Einchecken keinen Schlüssel geben. Und das andere Problem war, wenn man zum Beispiel auschecken wollte, konnte die Kreditkarte nicht belastet werden, weil der Gateway nicht funktionierte. Also das waren Probleme bei ihm. Das war in den USA in einem Hotel. Und was spannend war Gäste, die zum Beispiel einen Schlüssel verloren hatten oder wo irgendein Problem war, wo du normalerweise einfach dir einen Schlüssel neu machen lässt, ging nicht. So, was passiert? Die Security
legt dann mit den Leuten hoch und macht dann nochmal Gesichtskontrolle, gehört dein Zimmer, alles klar, und hat die Leute dann auf ihr Zimmer gelassen. Also das ist ja nicht mal so eben dann das Zimmer verlassen, fand ich auch spannend. Und bei den Hotels ist das natürlich immer noch etwas schwieriger, weil das alles Einzelbuden teilweise sind. Das heißt also, entweder sind das Managed Properties, was ja noch okay ist, die werden ja dann von Corporate gemacht, aber wenn das dann halt Hotels sind, die einfach nur Franchise sind, die aber ihre eigenen Systeme haben, die haben dann natürlich ein großes Problem. Gerade freitags ist jetzt nicht unbedingt so das Potenzial da, wo die Leute die fixe Lösung haben. Und wenn das so ein breit gestreutes Problem ist, ist es natürlich ein Riesenthema, dass man diese Lösung gar nicht bekommen kann, so schnell wie man sie braucht, weil die Leute natürlich alle nicht da sind oder verfügbar sind. Aber auch da gibt es jetzt anscheinend wieder grünes Licht, dass alles wieder funktioniert und funktioniert. Aber ich fand das spannend, euch mal von dem Hotel zu erzählen, weil ich ja gestern so auf die Fluggesellschaften abgestimmt bin und auf die Flughäfen. Also es war auch in Hotels ein Riesenproblem. Auch hier könnt ihr unten schreiben, ob es für euch ein Problem gewesen ist. Es ist dieselbe Frage wie gestern gewesen. Wart ihr von der IT-Panne betroffen? Das fände ich interessant von euch mal erzählt zu bekommen. Wir haben jetzt als Thema British Airways. Nein, lasst uns das Hilton Hotel-Thema nehmen, weil das passt wesentlich besser. Und zwar ist das so, dass die Hilton Hotels jetzt auch bekannt geben, wie viele Statusgäste in den Hotels übernachten. Wenn man dann so ankommt als Diamond bei Hilton und sagt, ich bin ja so ein geiler Diamond-Gast, dann hat man da natürlich eine Erwartungshaltung. Die Leute sagen, ja, Diamond, ich werde nicht abgegradet, warum nicht und so weiter. Aber wenn man dann weiß, dass die Hotels zum Beispiel sagen, Lifetime Diamond haben wir in-house zum Beispiel 0, aber 29 Diamonds, 7 Gold, 18 Silber, 16 einfach nur die Mitglieder sind und 10, die keine Mitglieder sind. Ich kann euch leider nicht sagen, welches Hotel das war. Haben die das auf Loyalty Lobby gesagt? Es schreibt leider nicht drauf, welches Hotel das war. Aber daran sieht man halt wirklich, wie viel Prozent der Leute Status haben und vor allem, wie viele Leute welchen Status haben. Also 36% sind Diamond, 9 sind Gold, 23 sind Silber. 20 sind Hilton Honors Member nur noch, wobei man ja dann natürlich ehrlicherweise sagen muss, auch die Diamond, Gold, Silber sind Honors Member, aber Honors Member heißt einfach nur, dass man keinen Status hat, außer dass man Mitglied ist. Und Non-Member sind 10, sind 13. Wenn man also jetzt alles zusammenziehen würde, heißt das, dass 29 plus 7 sind 36, plus 18 sind 46, sind 54, sind 60, sind 70, sind 80. Also das heißt, man hat 80 Leute im Hotel. Man kann also rein so sagen 80 Zimmer. Ja gut, die können doppelt belegt sein, sind wir über 160, im Schnitt. Aber das ist natürlich interessant. Interessant ist auch, dass 36% der Leute wirklich Diamonds sind, 7% nur Gold. Das ist jetzt keine repräsentative Umfrage, ist halt einfach nur ein Schnitt, der jetzt gerade auf dem Bild zu sehen ist, wie es in dem Hotel ist. Und bei Hilton war es natürlich jetzt etwas interessanter. Bei Hyatt, bei Hyatt sag ich schon, bei Le Méridien Bangkok, wo es auch ein Foto von gab auf Loyalty Lobby. Da war es so, dass sie sogar danach aufgeschlüsselt haben, wie viele Gäste im Haus sind, wie viele heute einchecken. Und da war es halt so, dass 5 Ambassador mit 2 Arrivals, 5 In-House, 2 Arrivals, Titanium 35 In-House, 9 Arrivals, Platin 43 und 24 Arrivals. Also da ist es ja fast noch krasser, weil wenn man überlegt, dass man für den Ambassador ja 100 Nächte und $23.000 Umsatz bringen muss, ist das schon eine krasse Nummer, dass davon 7 in Bangkok unterwegs sind. Bei den Titaniums, bei immerhin 75 Nächten, sind es dann quasi, wenn man da 44 Leute, wenn man die beiden zusammenzählt. Bei Platinum sind es aber immerhin noch 43:24. Hier stimmt aber die Staffelung in meinen Augen, dass wenn man halt guckt, Platin 43, Titanium 35, Ambassador 5, also es wird dann merklich weniger. Bei Hilton war es genau andersrum irgendwie, dass jeder Diamond ist. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Ja, interessant ist wirklich, dass 87% der Leute bei Hilton dort Gäste sind, bei Hilton Honors. Und das ist doch mal eine sehr, sehr große Quote an Leuten, dass man halt nicht nur irgendwelche Leute hat, die einfach übernachten, sondern auch wirklich Leute, die bei Hilton übernachten, weil sie bei Hilton übernachten wollen, weil sie einen Status haben. Wäre interessant gewesen zu wissen, wie viele Leute davon, denen sich über eine Kreditkarte erschnort haben, hätte ich fast gesagt, oder erkauft haben oder
anders den bekommen haben. Ich selber bin bei 58 Nächten, glaube ich. Ich werde ihn dieses Jahr auch wieder erneuern, obwohl ich die Kreditkarte habe in den USA und 17-fache Punkte kriege über die Hilton-Kreditkarte, wenn ich damit bezahle. Aber ich würde ihn auch so schaffen mittlerweile, zu meinem Entsetzen. Ja, ihr wisst, ich bin ja mit Hilton nicht so. Aber hier ist es halt in Skandinavien, Finnland, Estland, Baltikum, ist Hilton halt relativ stark. Gut, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Seid ihr mit den Statusvorteilen zufrieden? Seid ihr mit den Vorteilen alle à jour? Sagt ihr, ja, das ist nicht okay, es ist zu viel, zu wenig oder wie auch immer? Heißt also, sollten auch Hotels, und das ist die Frage des Tages, die Anzahl Bescheid geben, damit halt dann Leute, die dann sagen, hey, ich bin Diamond, ich habe kein Upgrade gekriegt, dass sie dann vielleicht sagen, naja, vielleicht war ich halt so ein bisschen, ja, ne? Also, dass man hier halt wirklich nochmal so ein bisschen in sich reingehen kann und in sich reinhören kann und auch mal, ja, mal sieht, was so bei anderen Cooking ist, ne? Also, das fände ich eine interessante Geschichte, wenn ihr euch dazu mal auslasst. Wir haben dann Singapore Airlines. Singapore Airlines, habe ich Singapore Airlines gesagt? Nein, British Airways. Ich weiß gar nicht, warum ich Singapore Airlines sage. Und zwar ist es so, dass wir British Airways haben. Und zwar British Airways gegen Wäschekugeln. Ach, wenn man zwei Dinge auf einmal machen möchte, dann wird das auch immer nichts. Also jetzt nochmal Konzentration bei der ganzen Geschichte. Heißt also, bei British Airways gab es einen Vorfall mit Wäschekugeln. Das ist ja grundsätzlich irgendwie nichts Problematisches, aber der Flug von British Airways von Washington nach London musste halt wegen dieses Geruchsvorfalls, wegen der Belästigung olfaktorischerweise umdrehen. Man ist dann nicht nach Washington zurückgeflogen, sondern nach Boston. Man war auch schon kurz davor, über den Atlantik zu gehen. Die Maschine zwischen London Heathrow und Washington Dulles startete um 17:35 in Großbritannien. Der Rückflug sollte als BA292 gehen. Der Hinflug war ja BA293. Und dann war es so, dass halt eine halbe Stunde, nachdem man New York passiert hatte, knapp 20 Minuten später Boston vorbei war, die Leute halt umgedreht haben wegen der Wäschekugeln. Jetzt sagt ihr, naja, Wäschekugeln, kann das so schlimm riechen? Kann das ein Problem sein? Ja, es kann. Denn das Problem ist, dass dieser Wäschegeruch in der Kabine ein Riesenproblem ist. Denn es ist keine technische Problematik. Aber wie man herausgefunden hat, ist es so, dass natürlich die Crew damit Probleme bekommen hat, weil sie Kopfschmerzen bekommen hat, weil sie Konzentrationsschwierigkeiten bekommen hat. Aber auch andere Probleme, nämlich Schwindel, Übelkeit. Also das heißt, dass das da gar nicht mal so lustig ist. Passagiere haben das Problem natürlich auch gehabt. Was dann passiert ist, ist natürlich, dass der Flug dann am 7. Juli gelandet ist. Und ja, das Problem war halt wirklich, dass man dann sogar auch die Checkliste für Feuer, Rauch und so weiter durchgegangen ist und Dämpfe. Und knapp Stunden später landet man wirklich in Boston mit Sanitätern. Wichtig ist auch, dass diese Wäscheduftperlen, natürlich diese Mikrokapseln, ja für längeren Duft sorgen. Ich weiß nicht, ob jemand die benutzt. Ich persönlich finde sie eklig einfach. Wenn ich Wäsche wasche, dann lasse ich sie auch draußen trocknen, dass das Ozon mit der Sonne so schön im Sommer da drauf wirft und dass dann der frische Geruch kommt. Genau. Und da ist es halt so, dass die Raumluft in dem Flugzeug natürlich keine hübsche Geschichte war. Denn der Flieger konnte auch erst 2 Tage später wieder eingesetzt werden. Heißt also, man musste die Maschine erstmal ausmüffeln lassen. Gut, ich muss natürlich sagen, das ist wesentlich besser als die Story, wo eine Crew irgendwie auf einem Charterflug die Scheiße aus der Toilette raus scoopen musste, wie es im Englischen ist. Ich habe die Story extra nicht genommen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich sie jetzt erzähle. Aber das war wahrscheinlich olfaktorisch. Da kribbelt sich mir alles. Also ihr wisst, Glück im Unglück vielleicht, aber trotzdem halt Kopfschmerzen und so weiter. Zu viel des Guten. Ihr könnt hier gerne kommentieren, ob ihr sagt, ich wusste nicht, dass Omo oder Lenore oder Persil oder wie die ganzen Marken alle heißen, doof. Ich weiß nicht, man muss ja alle nennen, ist ja keine Werbung. Ich weiß auch nicht, welche Marke das war, da quasi einen Flieger runterbringen konnten. Mir war so etwas nicht bekannt. Also für mich eine gänzlich neue Erfahrung. Jetzt können wir das letzte Thema angehen, und zwar Korean Airlines. Und zwar Korean Airlines hat eine neue Business Class.
Die neue Business Class ist von den Tönen her braun-beige, sehr schön gehalten. Soll auch kommen in die 787-10er, welche natürlich dann auch in anderen Flugzeugen eingebaut wird in der Business Class. Und zwar ist das diese Prestige Suites 2.0 und das ist ein total moderner Tag. Ich finde das ehrlicherweise auch modern, wobei ich Farbgestaltung jetzt nicht ganz so modern finde, aber ich finde sie klasse schön, muss man ehrlicherweise sagen. Und ihr seht ja auch selber die Bilder, denn man hat da hohe Türen drin, man hat da also auch die Privacy drin, die Türen sind halt Sliding Doors, man nennt das auch, dass man in seinem persönlichen Kokon ist. Das ist nicht bis nach oben an die Decke gezogen und wenn man sich in seinem Kokon befindet, dann sieht man direkt auch, dass man USB-C hat, dass man eine ganz normale Steckdose hat, dass man halt wirklich dann auch Wireless Charging machen kann. Zu Wireless Charging hatte ich mich ja gestern schon geäußert oder auch vorher mal, dass ich da nicht so ein großer Fan bin. Und dann natürlich wichtig ist, dass man dort wirklich einen interessanten Sitz hat. Das Ganze hat auch einen 60 cm 4K Bildschirm. Ich weiß nicht, wie viel 60 cm in Inch oder so weiter sind. Dann sind die 36 Suiten 53 cm weit und die Fully Flat Beds, also das sind volle flache Betten, sind zwischen 1,98 und 2 Metern lang, was natürlich mit meinen 2,1 Meter tipptopp ist. Dann ist es so, dass man natürlich da auch Staggered-Sitze hat im Layout von 1:1. Und diese Honeymoon Seats gibt es auch, dass man auch above the clouds kaddeln kann. Ich meine, es wäre ein Stelia-Sitz auf den ersten Blick. Vielleicht kann ich das noch irgendwo in dem Text verifizieren, während ich das hier lese. Aber der Korean Air Chairman und CEO Walter Cho hat es auch gesagt, dass die 777 vielleicht ihre First Class verlieren kann, weil man bei dem SkyTeam Carrier Korean Air, dass man da dann auch wirklich mehr Business Class Sitze einbauen möchte. Und daran sieht man halt auch, wie die First Class fragil ist, dass man da halt wirklich nicht immer nur Geld macht, sondern dass da vielleicht auch nur ums Image geht oder ums Ego geht, dass man eine First Class hat. Und der Inaugural Flight für die erste 787-10 von Seoul nach Tokio soll am Dienstag, dem Juli, dem 23. sein. Das heißt also quasi in 5 Tagen, was haben wir denn am Samstag? Sonntag, Montag, Dienstag, 3 Tagen. Kann schon nicht zählen. Ne? Also, und ja, ich bin mal gespannt, was da passiert. Es kommen auch die neuen Premium Economy Sitze und die Korean Air 777. Damit wissen wir das ja jetzt auch, wenn die First Class vielleicht zugunsten der Business Class aufgegeben wird auch retrofitted damit. Also damit eine gute Geschichte. Ja, der Kollege schreibt das hier drunter, dass das die Stelia Aeropress Rendezvous-Sitze sind. Und die sagen auch, dass sie einen asiatischen Launch-Customer haben. Da erinnere ich mich übrigens auch dran, weil wir waren mit der Stelia auf dem Stand in Hamburg und die hatten auch was von asiatischen Launch-Customer gesagt. Also insofern, das ist eine runde Geschichte. Ich danke euch, dass ihr da jetzt auch zu kommentiert zu der Business Class, wie ihr sie findet. Und das sind dann die 3 Fragen des Tages, die ich euch hier mit auf den Weg gebe. Und zwar die erste Frage, die wir hatten bei der ganzen Thematik, war ja, wart ihr von der IT-Auswahlgeschichte irgendwo betroffen? In Hotels oder aber auf den Flughäfen, in Flugzeugen, wie auch immer. Was hat euch da betroffen auf euren Reisen? Wäre interessant, eure Geschichte zu hören. Weiter geht es dann natürlich mit der Thematik, wie findet ihr die Korean Air Business Class? Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist ein Meilenstein? Ihr könnt es gerne mit Allegris vergleichen, mit den Bildern, wenn ihr nicht mit Allegris geflogen seid. Mit dem werdet ihr wahrscheinlich nicht geflogen sein. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und natürlich sollte ein Hotel die Statusgästeanzahl posten, damit man wirklich immer weiß, ich bin leider an der Futterkette ganz unten, obwohl ich eigentlich dachte, mit Diamond bin ich schon ein ganz toller Hengst. Ne? Tja, so ist das. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und ihr wisst ja, was es zu tun gibt. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei Frequent Traveler TV. Ich gebe euch den Abspann und bewerbt euch das letzte Mal oder meldet euch an für den Frankfurter Stammtisch. Seid nicht traurig, wenn er nicht zur Technik kommt. Wir werden auch einen tollen Stammtisch haben. Ich werde wahrscheinlich meinen Platz vergeben, dass noch jemand mitgehen kann zur Technik. Dann wären das insgesamt 5 Leute. Also insofern, jetzt wäre die Möglichkeit, das zu tun. Ansonsten verabschiede ich mich mit dem Abspann. Jetzt aber wirklich und tschüss, bis bald, bis morgen, ciao.